Im 9. Vers 5 wird daran angeknüpft, das heißt, denn, there is a continuation. How is this possible? How is this possible? wird es weitergeführt, es wird erklärt, wie das möglich ist. Well, it says, for a child has been born for us. Denn uns ist ein Kind geboren. A son is given us. Ein Sohn ist uns gegeben. What child? Welches Kind? Emmanuel. Emmanuel. The one that already prophesied in chapter 7, verse 14. Über den schon in 7 Vers 14 That prophezeit child does what? Will break the yoke. Was macht dieses Kind? Es wird Initially, before we read, it will break the yoke. es wird das Joch zerbrechen. That will multiply the nation. Es wird das Volk vervielfachen. The child will do that. Das Kind wird das The tun. Emmanuel, Emmanuel, the one born from a virgin. der von einer Jungfrau geboren wurde. Okay, that is what's talked about here. Darum geht es hier. All right. That sign that was given to King Ahaz, Das Zeichen, das König Ahas but he gegeben was wurde, a unworthy king. der ein unwürdiger König Now war. it talks about a child that's going to be a worthy king. Jetzt hat er das hier von dem Kind, das ein würdiger König sein It wird. says, a son is given to us in Isaiah 9 verse 6. Ein Sohn ist uns gegeben, heißt es in 9 Vers 5. Okay, well, John 3 verse 16, Johannes 3 Vers 16 God gave his son sagt uns, Gott hat seinen Sohn gegeben, as a gift. als ein Geschenk. Remember old Simeon, when Jesus was going to be brought to the temple 8 days old, and for a purification probably that he was going to be circumcised. Wisst ihr noch, der alte Simeon, der im Tempel war und wo Jesus dahin gebracht wurde? And then it says in Luke chapter 2, Und dann heißt es in Lukas Kapitel 2, when this very old Simeon, because it was given to him a promise by the Holy Spirit that he will not die until he will see the Messiah. diesem Simeon war eine Verheißung gegeben worden durch den Heiligen Geist, dass er nicht sterben würde bevor der Messias. And then it says in Luke 2:29, Und dann heißt es in Lukas 2,29, Master, now you are dismissing your servant in peace according to your words. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du es gesagt hast. Verse 30, In Vers for 30, my eyes have seen your salvation. denn meine Augen haben deinen Heiland Verse gesehen, 31, which you have prepared in the presence of all people. Verse 32, a light for revelation to the Gentiles and for the glory of your people Israel. Vers 31 und 32, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. And so again, the child brings that light. Wieder sehen wir, das Kind bringt dieses Licht. There was gloom first, but there was gloom promised for Assyria, but no gloom for Naphtali and Zebulun in the north. Den Assyrern wurde Finsternis verheißen, aber keine Finsternis für Zebulun und Naphtali im Norden. And by the way, that is Gentile territory, Übrigens heidnisches Gebiet damals. where Jesus and Capernaum is almost all the people are Gentiles in the time of Jesus. In Kapernaum waren praktisch der Großteil der Bevölkerung heidnisch damals zu Jesu Zeit. Okay, now it talks again more about this child. Jetzt handelt es weiter von dem Kind. Okay, it says in chapter 9 verse 6, it talks more about the child, and authority rests upon his shoulder, In 9 Vers 5, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. and he is named Wonderful Counselor, Und er heißt Wunderrat, Mighty God, Gott hält, Everlasting Father, ewig Vater, Prince of Peace. Friedefürst. Verse 7, his authority shall grow continually, Vers 6, auf dass seine Herrschaft groß werde. and there shall be endless peace for the throne of David Und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids and his kingdom. und in seinem He will Königreich. establish and uphold it with justice and with righteousness from this time onward and forevermore. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. So this child that is called Mighty God. Also dieses Kind, das genannt wird, Gott hält. Yesterday we already talked about it. Yesterday we talked about a remnant shall return. Gestern haben wir von einem Rest gesprochen, der zurückkehrt. It's in chapter 10. Chapter 10 verse 21. In Kapitel 10, Vers 21. A remnant shall return. Ein Rest wird sich bekehren. Return to what? Wohin wird er zurückkehren? Return to Jerusalem? Nach Jerusalem? No. It says return to God. Nein, es heißt zurückkehren zu Gott.
is spiritual. Sich bekehren zu Gott, das ist geistlich gemeint. Okay, so we talk about that. So, and he will call. So this child is called Mighty God, Dieses Kind heißt Gott hält. Everlasting Father. Ewig Vater. Okay, that means he is Father for all of eternity. Das heißt, er ist Vater für die ganze Ewigkeit. And so this very child that was a sign given to Ahaz, Dieses Kind, dasselbe Kind, das als Zeichen für Ahas but he gegeben wird. refused that sign because he did not believe. Das Zeichen, das er abgelehnt hat, weil er But nicht for geglaubt those hat. that do believe, they are being delivered. Aber die glauben, die werden errettet. Because we now talk about by faith. Denn es geht jetzt darum, durch den Glauben. And we see a multiplication of the Da nations. sehen wir eine Vervielfachung. And the enemy will be defeated. Der Feind wird besiegt. And there will be light, there will be joy. Es wird Licht geben, es wird Freude geben. All made possible because of this child. All das wird möglich gemacht durch dieses Kind. And now it talks about the kingdom of this child. Und dann geht es um die Herrschaft dieses He Kindes. will be sitting on the throne of David. Dieses Kind wird auf dem Thron Davids sitzen. Okay, God was not pleased with King Ahaz. Gott hatte keine Freude an König Ahas. But now he will predict already a true one that will be on the throne. Aber hier, da sagt er voraus, dass ein wahrer König auf dem Thron And then it sitzt. talks about this kingdom, it will be from this time onward and forever. Und heißt es, dieses Königreich wird bestehen von nun an bis in Ewigkeit. Jesus' everlasting kingdom. Jesus, ewiges Königreich. And then there is authority that will grow continually. Es wird immer weiter wachsen. And so it speaks of the spiritual kingdom of the Messiah that will increase and increase. Da geht es um das geistliche Königreich des Messias, das sich immer weiter And it ausbreitet will never be defeated. und nie besiegt wird. Kingdom of God, the church, will never be defeated. Das Königreich Gottes, die Gemeinde, wird nie besiegt werden. That's what we all read here. Das haben wir hier gelesen. All right. Okay, we got 15 more minutes before I give you the break. 15 Are you Minuten still noch, awake? Dann kommen wir zur Pause. Let's quickly go to King Hezekiah. Gehen wir schnell zu König Hiskia. That's chapter 36 to 38. In Kapitel 36 bis 38. So King Hezekiah was in a very similar situation as King Ahaz. König Hiskia befand sich in einer sehr ähnlichen Situation wie König Ahas. All right. We see that we have all these different kings. Wir sehen, dass all diese möglichen Könige, All right. But now we come to a later time period, und jetzt kommen wir zu einer späteren Zeit, and we have King Sennacherib, the king of Assyria. König Sanherib haben als König Assyriens. Okay. No longer King Tiglath-Pileser, not this one. Nicht mehr Tiglath-Pileser, So we talk, which was in 732 BC. der 732, der König der Now we Assyrier talk war. about King Sennacherib, and he besieges Jerusalem. Jetzt geht es um König Sanherib, der Jerusalem belagert. Now, and so Hezekiah decided to rebel against the king of Assyria. Wir sind in Kapitel 36 und Hiskia entscheidet sich gegen den König von Assyrien zu rebellieren. And so he made all kinds of preparations because he knows if he stops paying tax, if he stops paying tribute to the king of Assyria, he knows that they will come out. And so he makes preparations for the siege that's going to happen. Hiskia trifft alle möglichen Vorbereitungen, weil er weiß, wenn er aufhört, Tribut zu zahlen an die Assyrer, dann kommen die mit ihrer Armee. Now he was a good king, so he made all kinds of religious reform, Er war ein guter König, deswegen hat er alle möglichen religiösen Reformen durchgeführt. like rebuilding, renovating, repairing the temple. Den Tempel neu aufzubauen, zu renovieren. And he also fortified the city walls. Er hat die Stadtmauern verstärkt. He even changed the water flow so that they will have access to water inside of Jerusalem. Hat den Fluss eines Flusses, den Weg eines Flusses verändert, dass sie frisches Wasser haben. And that the enemy outside will have less water. Und damit der Feind außerhalb der Mauern weniger And Wasser so he hat. dug a tunnel, which today you can still go to Jerusalem and you can still walk in that tunnel, the very tunnel that Hezekiah built. Deswegen ließ er einen Tunnel in den Fels graben und da kann man heute noch durchlaufen. Durch diesen He also Tunnel, den military Hiskia was able to gebaut hat. defeat he was able to conquer neighboring nations, like defeat them. Er konnte auch die Nachbarstaaten wie die Philister besiegen. Now politically he made one big mistake, Politisch hat er einen großen Fehler begangen. and that is he received a Babylonian envoy.
Er hat einen Gesandten der Babylonier aufgenommen. But Isaiah puts that at the end of the story. That's not the main message. Jesaja setzt es ganz ans Ende seiner Geschichte. He's putting Hezekiah in a very good light. Das ist nicht sein Hauptaugenmerk. Er versucht, Hiskia in einem sehr guten Licht zu zeigen. But making an alliance was a big mistake. Aber dieses Bündnis mit den Babyloniern einzugehen, das war ein großer Fehler. But that's not the point. The point that he's trying to make is, at the end of the day, Hezekiah did trust God and it was deliverance for him. Was uns Jesaja aber hier mit der Geschichte zeigen möchte, ist, dass schlussendlich Hiskia Gott vertraut hat und Gott ihn errettet hat. You need to understand something. These Assyrians are really bad. Jetzt müsst ihr begreifen, diese Assyrer sind wirklich schlimm. Remember I talked yesterday about that they would use like fish hooks and send people into exile like that. Wisst ihr noch, wie ich gestern gesagt habe, wie sie mit Fischhaken die Leute ins Exil gehen? But they also would, how do they try to defeat a city? Wie haben sie versucht, eine Stadt einzunehmen? When they already have made some soldiers captive, Wenn sie schon einige Soldaten der Feinde, they would take them outside of the walls of the city, and right in hearing of everybody in the city, they will torture them. die haben diese Kriegsgefangenen genommen und haben innerhalb von der Hörweite der Stadt diese Leute gefoltert. And they would torture them so badly, they would like impale them alive. Sie haben sie auf Stöcke gesteckt, Yeah, alive. leben. Well, like on first they would use like spears, so they will hang them up like this, Sie haben sie aufgehängt mit Speeren. and then there will be a spear underneath them, and that will just slowly sink into their body, and then they'll die a crucial pain from a crucial, very bad torture. Und dann sanken sie ihr Körper langsam herab auf diesen Speer und sie starben an. And then later they would change it into broomsticks, wooden sticks, because then they will die slower. Später haben sie dadurch dazu stumpfe Holzbalken genommen, weil das dann länger dauert. And so you can imagine the psychological pressure that will come upon King Hezekiah like that everything in him would want to surrender. Ihr könnt euch den psychologischen Druck vorstellen, unter dem sich König Hiskia Because befand. of the terrible, terrible torture that will coming at them if they do not submit to the king of Assyria. Alles in ihm wollte sich diesem König beugen, weil er wusste, was da für schreckliche Folter auf sie zukommt, wenn sie sich nicht ergeben. Knowing all that, why it says that he stopped paying this tribute. Yeah, he stopped paying the tribute, yeah. So he was already aware of, okay, they will come, and so he was... Right, so he was waving. He was going back and forth a little bit. What was the question again? So why did he stop paying tribute? He knows about the Assyrians, that kind of bad people. Yeah. So, I mean... Why stop paying? Yeah, why stop paying? Well, because the paying will deprive him from money that he can otherwise use to build up the nation. Yeah, although he was successful, okay, he was having success, but maybe most of this particular success that he was, maybe these were the things that he was able to do because he stopped paying tribute. So he had, instead of giving money, because if he gives the money to Syria, the nation Judah will always remain poor. Und die Frage war, warum hat König Hiskia dann diesen Bund mit den Assyrern gebrochen? Wieso hat er aufgehört, Tribut zu zahlen, wenn er das wusste, wie schlimm die sind? Ja, weil diese Tributzahlungen das Land ausgeblutet haben und wirklich nichts aufbauen konnte in seinem Königreich, solange er diesen Tribut ständig zahlen musste. But he decided to trust God. Er hat sich entschlossen, Gott zu vertrauen. But you see, that's the big question. Will you trust God? Und das ist die große Frage, die sich hier stellt. Willst du Gott vertrauen? Okay, now so we have this, and you can look and you can find this in the British Museum. Und das hier, das könnt ihr finden im British Museum. Only just over 100 years ago, they found this prism of Sennacherib. Das wurde erst vor ca. 100 Jahren gefunden, dieses Prisma von Sanherib. Of Sennacherib. And it is written on there the following. Darauf ist Folgendes geschrieben. On this prism of Sennacherib is description of all his conquests, all the cities he has defeated. All die Eroberungen von Sanherib, all die Städte, die er besiegt hat. So he talks about many different kinds of conquests. Da geht es um ganz verschiedene Eroberungen. And then he talks about Judah. Und dann wird Juda erwähnt. He says, as to Hezekiah the Jew. Und dann heißt es da,
Und was Hiskia den Juden he angeht, did not submit to my yoke. hat sich nicht meinem Joch unterworfen. And I laid siege to 46 of his strong cities. Ich habe 46 seiner befestigten Städte belagert. And I conquered them. Und ich habe sie erobert. So all of the 46 cities he was able to take out. Ich konnte diese ganzen 46 Städte Remember besiegen. Isaiah said, in Isaiah, he said back in chapter 7 and 8, he said, Assyria will come like a flood. Wisst ihr noch, in Kapitel 7 und 8 hat Jesaja gesagt, der Syrien kommt wie eine Flut Over Judah. über ganz Juda. But then it's also said the head is still standing. Und dann heißt es auch, der Kopf, der steht The weiter. head will not go under. Der Kopf kommt nicht unter Wasser. And here Hezekiah says, I drove out 200,000 people, young and old. Und hier schreibt Sanherib, ich habe 200.000 junge Leute, junge und alte Leute vertrieben. And I made Hezekiah a prisoner in Jerusalem, Und Hiskia machte ich zum Gefangenen in Jerusalem, like a bird in a cage. wie ein Vogel in einem Käfig. So he says, he even admits, I did not defeat Hezekiah. Eigentlich gibt er hier zu, dass er Jerusalem nicht erobert hat. And so exactly what happened in history Genau das, was in der Geschichte passiert is ist. how Isaiah prophesied. Und das ist genau das, was Jesaja vorhergesagt hat. God will deliver Jerusalem once more Gott in wird a time in the future. Jerusalem noch einmal in der Zukunft befreien. And that happened in 701 BC Das passierte mit Hiskia in 701 vor Christus, because Hezekiah trusted God. weil Hiskia Gott vertraut hat. But you know, so when we look at the story about trust, Wenn wir uns diese Geschichte über Vertrauen anschauen, Hezekiah also was wavering back and forth at times. auch Hiskia ist vor und zurück geschwankt. Hezekiah would trust at one point in Babylon. Einmal vertraut er in Babylon, That is why we have Isaiah 39. It's out of chronological order, deswegen haben wir in Jesaja 39 diese Beschreibung, das ist außerhalb der chronologischen Ordnung, but he puts it all the way at the end außerhalb der Reihenfolge, because it, ganz will am Ende, because it introduced chapter 40, and we'll talk about it after the break. weil mit Kapitel 39 wird der Übergang zu Kapitel 40 geschaffen und dazu kommen wir nach We der do Pause. know from some of the prophecies that at times he also tries to put the trust in Egypt. Aufgrund einiger der Prophezeiungen zu Hiskia sehen wir, dass er manchmal auch sein Vertrauen auf Ägypten gesetzt hat. And we also read that at one point he tried to give the Assyrians enough gold. He stripped the temple and the palace and gave them the gold, hoping that they would go away. Und wir sehen auch, zu einer Zeit hat Hiskia Gold abgeschält von dem Tempel und so, um es den Assyrern zu geben, in der Hoffnung, dass sie doch wieder abziehen. But the bribe didn't help. The king of Assyria continued the siege. Aber das hat nichts gebracht, der König von Assyrien hat sie weiter belagert. The king of Syria probably realized, oh wow, I didn't know you have so much gold, maybe there is more. So he did not, he took the bribe, but he didn't disappear. Der assyrische König hat sich wohl gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass ihr so viel Gold drin habt, vielleicht gibt es da noch mehr. Dann hat er das Geschenk gerne angenommen, aber ist nicht abgezogen. And so all the way at the end he said, okay, I'm going to trust God. Erst ganz am Ende hat Hiskia gesagt, okay, ich vertraue auf Gott. We see that he prays in the temple. Das sehen wir, wie er im Tempel betet. But before that, before he prays in the temple, Bevor er im Tempel betet, we see that the Rabshakeh, the commander of the Assyrian army, da sehen wir, dass der Rabshakeh, der Befehlshaber der assyrischen he Armee, is speaking at the walls of Jerusalem, vor der Mauer Jerusalem steht und and he is spricht. making fun of the people in Jerusalem. Und er sich lustig macht über die Bevölkerung von And Jerusalem. remember, he is doing psychological warfare. Wisst ihr, da geht es um psychologische He Kriegsführung. already had a bunch of people that he was torturing, Der hatte da schon eine ganze Reihe von Kriegsgefangenen, die er and he is gefoltert hat. trying to convince them to just to go surrender, and then it will be easier for Assyria, and say, I have conquered the city, and it was easy. Dann versucht er, die Bevölkerung in der Stadt dazu zu bringen, sich zu ergeben. Das wäre viel So einfacher. as he is negotiating, Während er da am Verhandeln ist, he says the same words over and over again. sagt er immer wieder dieselben Worte. Rely, rely, rely. Who do you trust? Verlassen, verlassen, verlassen. Auf wen verlässt du dich? And so he is saying, for example, can you, number one, did I number it? No, I didn't number it. So he will say something like, you cannot talk yourself out of this situation. Er sagt sowas wie in 36 Vers 5, du
mit Worten kommst du hier nicht raus aus der Situation. In verse 6 he said, Egypt is not going to help you. In Vers 6 sagt er, Ägypten wird dir auch nicht helfen. In fact, he says in verse 7, God is not going to help you. In Vers 7 sagt er, auch dein Gott wird dir nicht helfen. In verse 8 he says, you cannot even save yourself. In Vers 8 sagt er, du kannst dich auch nicht selbst retten. He makes fun of them, saying, I'm going to give you 2,000 horses. Er macht sich lustig über sie und er sagt, ich gebe euch 2000 Pferde. But can you find riders on them? Habt ihr überhaupt noch genug Leute übrig? Obviously the answer is no, Und die because your Antwort army is so pitiful. ist natürlich nein, deine Armee ist so traurig, erbärmlich zusammengeschrumpft. Then in verse 9 he says, God is against you. In Vers 9 sagt er dann, Gott ist gegen dich. Okay, so he is really challenging Hezekiah and his people. Who are you gonna trust? Er fordert hier Hiskia und sein Volk heraus und fragt, auf wen werdet ihr euch verlassen? Who are you going to trust? Which is the message of the whole book. Auf wen werdet ihr vertrauen? Das ist die Botschaft des ganzen Buches. Trust God for deliverance. Vertraue Gott, dass er... He continues in verse 16, he says, I'm going to take care of you. In Vers 16 sagt er, ich werde für euch sorgen. And then he says also, why are you so special? Und dann fragt er auch, ja, was ist denn an euch so besonders? I already conquered 46 cities, 46 eurer Städte habe ich schon besiegt, which we also read in the prism of Sennacherib. was wir auch auf diesem kleinen Stein Why do you gelesen think you're so special that God will rescue you now? haben. Und dann sagt er, was meinst du denn, was bist du denn besonders, dass Gott dich jetzt retten will? And then Isaiah decides. Und dann Okay. entscheidet sich Hiskia. All right. So when King heard all this, he went to the temple. In 37 Vers 1, als der König Hiskia das hörte, ging er in das Haus des He Herrn. tore his clothes and began to pray. Er hat seine Kleider zerrissen und fing an zu beten. And he says, and he prays, and he basically says, "Oh Lord, you alone are God. Und dann sagt er im Prinzip, Gott, du allein bist Herr. Incline your ear, listen to what the king of Sennacherib has said. Leihe uns dein Ohr, hör auf das, was König Sanherib gesagt hat. He has basically insulted you, God. Er hat dich beleidigt, Gott. He just assumes that you are like any of the other gods that he has defeated. Der nimmt an, dass du wie all diese anderen Götzen und Götter bist, die er schon besiegt hat. But you alone are God. Aber du allein bist Herr. And therefore I put my trust in you. Und deshalb setze ich mein Vertrauen auf dich. Come save us, Komm und rette uns. so that all the kingdoms of the earth will know that you alone are God. Damit all die Königreiche der Welt wissen, dass du alleine Gott bist. And as he has prayed that prayer, Nachdem er dieses Gebet we see a gebetet mighty hat, deliverance. sehen wir eine große Rettung. And we see in verses 36 and 38 of chapter 37, Und dann sehen wir in Jesaja 37, 36 bis 38. an angel of the Lord set out and struck down 185,000 of the Assyrian troops. Er fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann. And so King Sennacherib was defeated and went home. König Sanherib war besiegt und musste nach Hause ziehen. And then he was assassinated in a temple in Assyria. Und wurde dort ermordet in einem Tempel in Assyrien. And so the message is, will you trust me, God's message to us. Gottes Botschaft an uns ist, wirst du mir vertrauen. But is that not the story of the whole Bible? Aber ist das nicht eigentlich die Geschichte der ganzen Bibel? Constantly when you're reading your Bible, Ständig, wenn du deine Bibel liest, why are you reading the Bible? warum liest du Is it to überhaupt? gain more information? Um mehr Informationen Or rauszuziehen? is a greater trust in God the result? Oder kommt daraus ein größeres Vertrauen in Gott? Because really the whole Bible's main message is this, will you trust me? Denn in Wirklichkeit ist die Hauptbotschaft der Bibel, wirst du mir vertrauen? Okay, just doing the DBS is not going to help you. Einfach nur die DBS zu absolvieren, wird dir nicht helfen. Okay, if we do not start trusting God, Wenn wir all the studying of Scripture is not going to help you. nicht anfangen, Gott zu vertrauen, dann hilft auch das ganze Studieren der Bibel nicht. Because that's the main message. Denn das ist ihre Hauptbotschaft. Abraham was childless, Abraham war kinderlos. and yet God promised him, he said, look at the stars, look how many stars there are. Your descendants will be like that, a multitude. Und Gott hat ihm was versprochen, hat gesagt, schau dir mal an, wie viele Sterne es gibt. So werden deine Nachkommen And sein. Abraham believed, Abraham hat ihm he vertraut, trusted God. hat ihm geglaubt. Okay, Joseph. Oder Josef. Joseph had a vision.
der eine Vision von Gott hatte, that his brothers will bow down to him. dass seine Brüder sich mal von ihm niederknien And then werden. he was thrown into prison, Und dann wurde er ins Gefängnis geworfen. talking about death to a vision. Stell dir mal vor, was das mit seiner Vision gemacht But hat. will he hang on the promises of God? Aber hält er weiter fest an den He did. Verheißungen Gottes? Das hat er And getan. God rescued him. Man hat gesehen, wie Gott ihn errettet In hat. fact, even while in prison, the prison guard will say, how come it seems like God is with him? He was like having favor. Während er im Gefängnis war, hat der Wärter gesehen, dass Gott bei ihm ist. There was something about Joseph, about his attitude, that was continually trusting God, even when he was in prison. Da war etwas an seiner Einstellung von diesem jungen Mann, dass er weiter Gott vertraut hat, selbst als er im Knast war. Moses was called to rescue a whole nation out of Egypt. Mose war berufen, ein ganzes Volk aus Ägypten rauszuführen. And he would face the mightiest man of the world, which was the Pharaoh. Den mächtigsten Menschen der Welt gegenüberzustehen. At dem the Pharao. end, he trusted God, and God delivered him and the whole nation. Auch er hat Gott vertraut und Gott hat ihn errettet und das ganze Volk. And then we have Joshua. Dann haben wir Josua. And we thought that Joshua was assuming Moses was going to lead the nation into the conquest of the promised land. Mose hatte angenommen, Josua hatte angenommen, der Mose, der führt das Volk ins verheißene Land. But then in Joshua chapter 1, when he finds out that he is called to lead the people into the nation, into the promised land, God says, be strong and courageous. Als Josua dann herausfindet, dass er derjenige sein wird, der das Volk ins verheißene Land leiten soll, Basically the question again is, will you trust me? dann sagt Gott, sei stark, fürchte dich nicht. Und die Frage da ist wieder, willst du mir vertrauen? And we can go on and on and on, and we can go through the whole Bible like this. So können wir durch die ganze Bibel gehen. Saul and David. Saul, David. Even David was a big sinner. David was a bigger sinner than Saul. David war ein großer Sünder, ein schlimmerer Sünder als Saul. But he ended up trusting God, and God would honor that and deliver him. Aber er hat Gott vertraut und Gott hat das geehrt und hat ihn errettet. Okay, that is what God is continually to challenge us with as well. Und das ist womit Gott uns auch ständig herausfordert. Okay, we need to stop being super planners Wir müssen aufhören, super Planer zu sein. and trust God to do a miracle Und Gott vertrauen, dass er ein Wunder tut in our lives. in unserem Leben. What is God speaking to you? Was spricht Gott zu dir? If it is small, maybe it's not from God. Wenn es zu klein ist, dann ist es vielleicht nicht von Gott. If it is big, maybe you are on the right track. Wenn es groß ist, vielleicht bewegst du dich an die richtige And Richtung. He is speaking to you to step out in faith. Er fordert dich auf, im Glauben voranzugehen. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this message about trusting you in the book of Isaiah. Continue to open up our hearts wide so that we can receive everything that you have for us in this book, and that we can bring application and make it very practical in the decisions that we have to make in life. We ask you in Jesus' name. Amen. Amen. All right. See you at 11:05. Okay, weiter. This is only the first time I've done overtime. Thank you. You always sometimes. Finished at 10:30. You want to swim now?